Nation XP Event 10% Boost ended. Ach, so sieht das aus, wenn das beendet wird. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Und es ist kein neues Event gestartet, weil kein Gate vorhanden war. Und jetzt muss man 3 Stunden warten. Also selbst wenn jetzt jemand 48 Milliarden spendet oder 47, müsste man trotzdem 3 Stunden warten. Wow. Also ich wette, wer auch immer das designt hat oder wer auch immer die Beträge festgelegt hat, kommt morgen ins Büro und macht den PC an und guckt sich an, wie viel Penya schon gespendet wurde, ist ganz heiß drauf, wurden bestimmt schon 5 Billionen Penya gespendet und dann stellt er fest, es sind nicht mal 100 Milliarden. Und es hat kein einziges Drop-Event stattgefunden. Ich hoffe es zumindest, dass das passiert. Also ich denke, das gesamte System muss man tatsächlich nochmal überarbeiten, weil die Beträge sind zu hoch, das ist das eine. Aber ich weiß nicht mehr, wer das vorhin gesagt hat, eigentlich das wirklich viel Schlimmere ist, dass selbst wenn du dich jetzt zusammentust und spendest, dann startet ja automatisch 5%, wer will 5% Drop-Event? Niemand möchte das. Und du kannst nichts dagegen tun, dass ein 5% Event startet, es sei denn, du spendest so viel Geld, dass man halt auf mehr oder sogar 50% kommt. Also ich finde, man müsste gefühlt mindestens jede zweite Stufe einfach entfernen. Und keine Ahnung, vielleicht sogar alle Stufen entfernen, sodass es nur 50% gibt. Dann müsstest du die Beträge nicht allzu krass verringern, aber dann wüsstest du wenigstens, dann kannst du es viel besser abschätzen, wann das 50% XP-Event stattfindet. Und es würde sich auch mehr lohnen, darauf zu spenden, weil du dann weißt, es wird dann auch wirklich 50% sein. Weil wenn du jetzt zum Beispiel 100 Mio spendest, naja, dann hast du einen 6% XP-Bonus und alle anderen 5% so ungefähr. Aber du hast halt auch 100 Mio dafür bezahlt für 5% XP. Das ist ja voll bad. Also, es wirkt nicht sehr ausgeklügelt, das System. Das ist schon, als hätte man sich das innerhalb von einer Stunde überlegt oder so. Und jetzt sieht man im Live-Test, dass es überhaupt nicht funktioniert, so wie es wahrscheinlich ursprünglich gedacht war. Aber ich meine, wer hätte wirklich jemals gedacht, dass das überhaupt funktioniert? Was man natürlich auch noch dazu sagen muss, ist, wahrscheinlich war jetzt auch von, also eine Sache, die jetzt als Spieler, die du natürlich nicht so auf dem Schirm hast, ist, dass aus Galas Sicht, die wollen ja wahrscheinlich auch nicht, dass immer 50% XP-Event läuft oder Drop-Event. Kann man auch verstehen, dass das nicht so unbedingt gedacht ist, dass das jetzt 24, 57% XP und Drop-Event läuft. Aber das wäre ja auch nicht so. Weil selbst wenn du die Beträge verringern würdest oder so, dann alle 3 Stunden müssten diese Beträge trotzdem vorhanden sein. Also langfristig. Und ich meine, wenn jetzt ein neues System rauskommt und es läuft dann erstmal die ersten paar Tage 24/7 das Event, fände ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Man hat jetzt ja auch lange darauf gewartet, seit es angekündigt wurde vor 2 Monaten oder so. Und langfristig könnte sich das kein Server leisten, das 24/7 laufen zu lassen. Auch bei niedrigeren Beträgen nicht. Das würde nicht passieren. Also das grundsätzlich, dass jetzt nicht so gedacht ist, dass das immer läuft. Absolut verständlich. Aber würde auch nicht passieren. Und nervig ist halt einfach, dass automatisch das schlechteste Event startet, wenn nicht genug gespendet wird. Was Spenden an sich extrem unattraktiv macht. Also da muss man echt nochmal ran und gefühlt alles nochmal ändern. Verbuggte Quest. Auf welcher Taste findet man das? Menü. Ja, das ist noch so ein Ding. Das ist so versteckt. Ich meine, gut, wer sich die Patch Notes durchliest, findet es natürlich. Das ist doch so ein Ding. Du musst auf Menü, Community und dann Donation. Ja, das ist jetzt auch nicht gerade geil, dass das so versteckt ist. Also wirklich versteckt ist es nicht, wenn man sich die Patch Notes durchliest, aber die meisten Leute lesen sich die nicht durch. Genau. Ja. Das wäre auch so eine Sache, dass das Menü einfach, keine Ahnung, ein bisschen leichter zu finden ist vielleicht. Aber ich denke nicht, dass das das Problem ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube jetzt nicht, dass das Problem ist, dass keiner das Menü findet. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das das Problem ist. Also,
Es ist ein Problem vielleicht, aber es ist nicht das Problem. Definitiv nicht. Wie lange spiele ich schon? 2007. Spiele ich auch WoW? Nein. Haben wir ein bisschen WoW gespielt, aber nur so als Projekt. War aber cool.